diese Farbe, die macht richtig glücklich. Ich habe gehört, die passt auch zum Parkett. Und sie passt zum Parkett, genau. Hallo liebe Hausbauhelden! Wer ein altes Haus sanieren will, erlebt so manche Überraschung. Vor 2 Jahren waren wir zum ersten Mal bei diesem charmanten 50er-Jahre-Reihenhaus. Die Besitzer hatten ihren Schwerpunkt eigentlich auf die energetische Sanierung gelegt, aus Effizienzklasse F ein Haus Effizienzklasse A+ zu machen. Innen dachten sie, müssten sie nur ein paar Kleinigkeiten anpassen. Aus diesen Kleinigkeiten ist praktisch eine Komplettsanierung geworden und wir schauen uns heute an, wie es aussieht, wo die Kostenfallen stecken und was ein Zeitplan sprengen kann. Also kommt mit! Reinhard, ihr habt es wirklich geschafft, in rund 2 Jahren aus diesem 50er-Jahre-Reihenhaus ein modernes, neues Zuhause zu machen. Das Haus ist ja nur 5,5 Meter schmal. Es ist, glaube ich, wirklich relativ wenig. Und ihr habt einen Hund, einen schönen, den wir ja eben schon gesehen haben. Und deine Frau hat gesagt, wenn der hier reinkommt und schüttelt sich, da hätte man vielleicht die Wand... Ja, schauen wir mal, der Wandradierer ist unser bester Freund. Nee, tatsächlich, weil im Winter, wenn es nass und matschig ist und wir haben hier direkt nebenan den Wald und er kommt dann hier rein, wir trocknen ihn zwar ab, aber meistens muss er sich dann danach schütteln und wir haben es noch nicht geschafft, ihm beizubringen, dass man sich draußen schüttelt und dann sauber reinkommt. So. Das heißt, das macht er gern mal hier drin und dann hat man ja halt so ein bisschen Spritzer an der Wand. Das heißt, wir werden die Wandfarbe wahrscheinlich nochmal überstreichen mit einer Abwaschbahn. Ein wesentlicher Punkt ist ja der Elektroverteiler, der saß vorher hier, dann hätte das mit diesem Durchgang alles nicht geklappt. Den wolltet ihr in den Keller setzen, habt ihr auch gemacht, aber die Elektrik war, glaube ich, schon so die Kostenfalle Nummer 1 für euch. Problem war an der Stelle halt, wenn der Verteilerkasten umgebaut wird, dann muss die alte Elektrik an den neuen Verteilerkasten angeschlossen werden und in dem Zusammenhang kam raus, dass, sagen wir mal, so Größenordnung 2/3 von dem Haus noch zweiadrig verkabelt war. Okay. Das heißt, überall dort, wo es zweiadrig war, mussten die Wände komplett neu geschlitzt werden und alles neu installiert werden. Das heißt, nicht nur die Elektrik ist etwa doppelt so teuer geworden wie geplant, sondern da hängen auch eine ganze Menge Folgekosten dran, die man dann natürlich auch noch hat. Wenn man anfängt, die Wände aufzumachen, hat man natürlich alle Wände offen, dann muss man an alle Oberflächen ran, muss man die Schlitze wieder vergipsen und so weiter und so fort. Also das zieht dann schon so einen gewissen Rattenschwanz nach sich, dass man dann aus einer, sagen wir mal, Erneuerung von bestimmten Dingen dann doch so in Richtung Komplettsanierung kommt. Ihr hattet mehrere so 1000-Euro-Momente, wo Sachen, die jetzt nicht so geplant waren, dazu kamen und das kostet immer 1000 Euro. Da kommen wir, glaube ich, nochmal ein paar andere Stellen drauf. Das ist so ein geflügeltes Wort geworden, die 1000-Euro-Entscheidung. Genau. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt war ja die Sanierung der Treppe. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Das war auch ein besonderes Schätzchen, diese Holztreppe so schön hinzukriegen. Mit dieser Küche. Und das wäre jetzt für mich schon die Überleitung. Das ist ja hier so ein richtiges Herzstück. Ne? Ihr habt da jetzt, ich glaube, Esche ist es und dann hier auf Gärung geschnittene Kanten. Und der Schrank hat ja noch so ein paar Geheimnisse. Das ist ja nicht nur ein Schrank, ne? Das war klar für uns, dass wir halt hier Stauraum brauchen in dem Bereich. Also irgendwo auch Garderobenmöbel. Und wir haben jetzt halt hier eine Kombination mit dieser Schrankwand aus irgendwie typische Garderobenmöbel mit der Oberfläche, die zur Treppe passt. Bisschen Installations- oder auch so einfach Garderobenmaterial. Ne? Hier sind die Hundesachen, die Fahrradhelme, Einkaufstaschen. Hier lädt auch der Staubsauger und der Fahrradakku. Und hier geht tatsächlich auch ein Installationsstrang durchs ganze Haus durch. Das sieht man, wenn man hier reinschaut, dass dieser Schrank innen halt gar nicht komplett Schrank ist, sondern so ein Stück ist halt hier auch noch verkoffert. Und das ist nicht nur Elektroinstallation, da kommen, glaube ich, auch noch Abwasserleitungen von oben runter in den Schrank. Ne? Genau, ja. Wir haben eine neue Abwasserleitung von oben, das sehen wir dann aber im Dachgeschoss und die geht halt auch hier komplett durch bis in den Keller. Und die Küche war damit auch, glaube ich, schon
Euer teuerster Kostenpunkt. Eigentlich war die Küche auch gar nicht so verkehrt. Ich weiß, dass irgendwie noch hieß, ach, die Küche, die könnte man ja im Prinzip sogar lassen. Die war ja okay. Aber sie ist wirklich wunderschön geworden. Und das war so ein Punkt, wo man richtig viel Geld einsetzen kann. Ja, das stimmt, aber wie gesagt, das ist halt nicht nur Küche. Also was hier noch dazu kommt, ist, dieser Schrank ist gleichzeitig auch Ersatz für die frühere Kellerwand. Ja, hier war ja ursprünglich eine Wand, 18 oder 20 Zentimeter dick. Die haben wir rausmachen lassen und dafür den Schrank entsprechend weiter nach hinten gesetzt. Und den Raum haben wir hier zum Beispiel als Durchgang zusätzlich gewonnen. Ja, und dadurch ist halt hier der Zugang zur Küche schon mal großzügiger. So eine Rückwand mit Schrankrückwand und so weiter kostet natürlich auch irgendwie ein bisschen was. Also insofern kann man jetzt auch nicht mehr sagen, die Küche kostet jetzt Betrag X und so viel mehr, sondern es ist einfach viel mehr geworden, als es ursprünglich so bei der allerersten Überlegung, was man halt mal so sagt, was man braucht an Geräten und Möbeln allein für die Küche. Und ihr habt ja da hinten, das sehen wir gleich, auch eine Kellerabgangstür in dieses Möbelstück integriert. Und das Ganze musste ja auch für den Blower-Door-Test dicht sein, denn ihr habt ja eine energetische Sanierung gemacht, unter anderem die Kellerdecke gedämmt. Und das heißt, das muss ja auch alles von der Dämmung her passen und wirklich Genau, sein. Ja. Dann schauen wir uns doch mal eure Küche an. Die Diele waren 7,5 Quadratmeter, die Küche hat 10,6 Quadratmeter. Das ist nicht besonders groß, aber zu zweit kommen wir hier gut klar. Wir haben uns ja hier für so eine L-Form entschieden in der Küche und nicht für ein U, was man vielleicht auf den ersten Blick denken könnte, was wir tatsächlich am Anfang auch überlegt hatten. Aber man gewinnt mit einem U hier in dem Bereich gar nicht viel Platz, weil dann hat man hinten so ein Eck, das ist toter Raum. Und auf die Weise haben wir ja eigentlich rund ums Kochfeld auf beiden Seiten Platz zum Schnippeln und hier neben der Spüle auch nochmal Platz zum Arbeiten. Insofern kommen wir damit ganz gut klar. Von der Arbeitshöhe seid ihr hier relativ hoch. Ich glaube, es sind 94 oder 94,5 Zentimeter. Und was auch sofort auffällt, ist diese schöne Platte. Da kann man ja auch ein Vermögen versenken. Ihr habt jetzt hier so eine helle Terrazzo-Platte. Die war jetzt aber, glaube ich, gar nicht das Kostenproblem, ne? Nee, tatsächlich war diese Platte eher noch so ein bisschen was, wo wir Kosten einsparen konnten gegenüber vielen anderen Angeboten, weil das ist ein Naturstein, der kommt aus Portugal. Da hat unser Küchenbauer eine Quelle aufgetan. Ich kenne gar keine Details dazu. Das ist wirklich eine super Lösung gewesen, weil es halt auch bezahlbar ist. Man kann da ja für so eine Platte selbst in der Größe bis zu 10.000 Euro ausgeben. Und das war jetzt also bei weitem nicht so viel. Was man hier schon sieht, ist ein Teil eures Energiekonzepts. Ihr habt so eine dezentrale Lüftungsanlage, an 2 Stellen so einen Durchbruch. Das ist wahrscheinlich schon so ein Element hier, ne? Genau, das ist ein dezentraler Lüfter, also so ein Inventor mit Wärmerückgewinnung, der also praktisch gleichzeitig Luft nach außen pustet und im Winter halt die Wärme zwischenspeichert und dann immer wieder umdreht und kalte Luft beim Reinsaugen erwärmt. Genau, und das haben wir hier in der Küche. Macht natürlich gleichzeitig auch ein bisschen Küchenentlüftung. Und das haben wir noch einmal im ersten Stock. Ein Kostenpunkt war, glaube ich, auch dieser wunderschöne Wasserhahn hier. Aber der bringt euch natürlich hier eine Menge in so einer kleinen Küche, ne? Ja, das war so ein Luxus, den wollten wir auf jeden Fall haben. Wir wollten halt so einen Wasserhahn mit Sprudelfunktion und Heißwasserfunktion. Das heißt, wir haben da jetzt eine Lösung, die auf Knopfdruck kaltes Sprudelwasser liefert oder kaltes stilles Wasser oder kochendes Wasser. Das heißt, war für uns auch ein Aspekt hier in dieser überschaubar kleinen Küche. Wir wollen nicht so viele Geräte rumstehen haben. Das heißt, wir brauchen keinen Wasserkocher mehr. Wir brauchen auch keinen Wassersprudler mehr und wir schleppen keine Sprudelkisten. Also ist eine Triple-Win-Situation. Wunderschön ist, dass ihr das ja hier gleich mit dieser Griffleiste gemacht habt für den Kühlschrank. Und wenn man drumherum kommt, sieht man jetzt, glaube ich, eure Pivottür, diese Raumhöhe-Tür, die in den Keller runterführt. Auch sehr schön gemacht. Bevor wir jetzt rübergehen, wenn eure Küche noch nicht so schön und fertig ist, dann haben wir hier noch was für euch.
Hungrig auf der Baustelle, das geht gar nicht. Und trotzdem solltet ihr da nicht nur Schokolade essen. Gesunde Ernährung und frisches Kochen geht im stressigen Alltag oder auf der Baustelle oft unter. Doch Prep My Meal hilft dir auch in solchen Situationen, gesund zu essen und satt zu werden. Dafür braucht ihr nur eine Mikrowelle. Die Gerichte sind schnell zubereitet, je nach Art in unter 10 Minuten, haben optimale Nährwerte und nur natürliche Zutaten ohne Zusatzstoffe. Es gibt mehr als 60 Meals zur Auswahl, die gefroren am Wunschtag an eure Baustelle geliefert werden können. So hast du die perfekte Kombination aus leckerem Essen, tollen Nährwerten, der Ersparnis von Kochaufwand und neuer Energie für deine Baustelle. Die gesparte Zeit kann dann wieder in dein Bauprojekt fließen. Mit dem Rabattcode HELD bekommt ihr 5% Rabatt. Probiert's doch mal aus. Vielen Dank fürs Werbung schauen. Euer Esszimmer sind etwa 21,2 Quadratmeter, wunderschön lichtdurchflutet. Diese Fenstergrößen und auch dieses wunderschöne Eicheparkett waren schon so. Ja, genau, das haben wir so übernommen. Das war ja auch was von den Punkten, die uns von Anfang an total gut gefallen haben. Was man jetzt hier sehen kann, obwohl ihr ja saniert habt auf eine Wärmepumpenheizung, kommt ihr nach wie vor mit Heizkörpern aus. Ah, die alte Geschichte. Wärmepumpen funktionieren nicht mit Heizkörpern. Also das ist ja ohnehin Quatsch. Aber das sind tatsächlich die Heizkörper, die auch vorher drin waren. Und wir haben das Haus ja stark gedämmt. Und dadurch braucht man ja insgesamt viel weniger Energie und kann dann mit viel geringeren Temperaturen heizen. Das funktioniert wunderbar. Wir haben insgesamt jetzt 2 Heizkörper weniger im Haus als vorher. Und 2 sind neu, aber eigentlich nur aus ästhetischen Gründen und nicht aus technischen. Für die energetische Sanierung und Ertüchtigung hattet ihr roundabout 150.000 €. Das sind ja auch die Förderungen, die KfW-Förderungen, die es da gibt. Seid ihr damit gut hingekommen und was habt ihr davon alles machen lassen? Ja, also um genau zu sein, sind 150.000 € ja der KfW-Kredit für eine energetische Sanierung auf dem Effizienzhausniveau. Und das haben wir tatsächlich auch so wahrgenommen. Und haben im Prinzip alles an der Gebäudehülle gedämmt und alle Maßnahmen, die so dazugehört, gemacht. Das ist einmal die Dachdämmung, Fassadendämmung, neue Fenster, die Dämmung der Kellerdecke. Also dass im Prinzip das ganze Haus so eingepackt ist mit einer Dämmschicht. Und dazu kommen dann noch so die technischen Themen wie Wärmepumpenheizung, die einen Riesenunterschied macht, weil sie sehr viel sagen wir mal, Umgebungswärme in Heizwärme umwandelt. Und was auch noch eine wirklich große Geschichte ist in der Wirkung, das ist die dezentrale Lüftung. Ihr habt ja die Photovoltaik zusätzlich gemacht, weil es euch einfach total wichtig ist. Die Pflicht hattet ihr jetzt nicht, ich glaube, weil eure Dachfläche so klein ist. Ja, also die Solarpflicht, das ist ja eine regionale Geschichte. In Baden-Württemberg muss man tatsächlich heute, wenn man eine Dachsanierung macht, PV auf dem Dach installieren. Das betrifft aber nur einen Teil der Fläche, die man dafür nutzen kann. 60% sind es. Und das betrifft auch nur Dachflächen ab einer gewissen Größe zusammenhängende Dachfläche. Und tatsächlich ist unser Dach so klein, dass wir da drunter liegen. Aber wir haben trotzdem alle Flächen, die in irgendeiner Form nutzbar sind mit Photovoltaikmodulen, belegt, also auch die Nordostseite, auch das Dach von unserem Gartenschuppen, von der ehemaligen Garage und auch waagrecht auf der Gaube liegen noch 2 Module, einfach weil die Sonne schickt mir keine Rechnung und es macht total Spaß zuzuschauen, wie sich den Tag über die Batterie füllt und dann wir abends irgendwie vom eigenen Strom kochen. Stichwort Dach, ihr habt die Gaube verbreitert. Wir sehen auch gleich im Schlafzimmer, was das für eine tolle Raumwirkung gibt. Und das war der Grund, warum ihr eine Baugenehmigung gebraucht habt. Und ich glaube, das war der Grund, warum sich euer Zeitplan nicht ganz so wie geplant umsetzen ließ. Ihr wolltet eigentlich 6 Monate vorher fertig sein. Wenn man eine Gaube vergrößert, also die Außenhülle am Gebäude verändert, dann braucht es eine Baugenehmigung. Die hat unsere Architektin im Mai 2024 eingereicht und es hat dann halt 8 Monate gedauert mit Nachbesserungen und kleinen
Fehleranzeigen vom Baurechtsamt, bis wir dann Ende Januar, Anfang Februar 25 die Baugenehmigung gekriegt haben. Wir hätten in der Zeit eigentlich auch schon fast fertig sein können, aber so ist es nun mal. Stichwort Architektin, die hat ja für euch auch einen Bauzeitenplan gemacht, hat auch Bauleitung gemacht und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr insgesamt dieses Wahnsinnsprojekt ja doch in kompakter Zeit durchziehen konntet. Also es war tatsächlich so, ab dem Moment, wo wir alles bauen konnten, da ging es wirklich Schlag auf Schlag. Da waren ständig unterschiedliche und auch mehrere Gewerke hier im Haus zugange. Und es hat tatsächlich unsere Architektin und Bauleiterin wirklich vom Feinsten eingetaktet und vor allem halt auch kontrolliert. Ich meine, da fallen jeden Tag mehrere Entscheidungen an, die auch zwischen den verschiedenen Handwerkern getroffen werden müssen. Und da braucht man einfach Profis. Also so eine Bauleitung und Architektenbegleitung, das kostet einfach zusätzlich Geld, aber das ist in dem Fall in meiner Erfahrung jeden Euro wert. Sie kann auch bei allen Dingen, kann die Wand raus, kann der Türsturz raus, dann weiß sie genau, was geht. Und wenn sie es nicht weiß, dann weiß sie jemand, der ganz schnell sagen kann, was geht und was nicht geht. Oder auch im Bauverlauf kamen alle möglichen Fragen auf, ne? Ein Haus aus den 50er Jahren, das in der Zwischenzeit mehrmals renoviert wurde. Welche Schadstoffe sind da drin? Wir haben die Böden rausgemacht oben, dann kommen komische schwarze Unterbelege mit irgendwelchen Klebstoffen, wo man sich erstmal fragt, so, oh, jetzt machen wir erstmal Wochenende, weil das könnte ja auch irgendwie giftig, asbesthaltig, sonst irgendwie schädlich sein. Dann hieß es immer, packt die Probe, tut es in ein Tütchen, gebt es mir. Und spätestens eine Woche später kam aus einem kundigen Labor das Ergebnis, wir hatten zum Glück keine asbesthaltigen Baustoffe, wir hatten keine giftigen Kleber, aber selber weiß man es halt nicht. Stichwort Wand rausgerissen, das war, glaube ich, in eurem ersten Obergeschoss ein ganz großes Thema und da würde ich jetzt auch gerne mal gucken. Ja, gern. Schauen wir uns gern an einen Raum, den wir wirklich sehr lieben. So, hier sind wir im Wohnzimmer. Hier haben wir jetzt 21 Quadratmeter, genau wie unten. Und ursprünglich gab es hier eine Wand. Ja, genau, ungefähr so auf der Höhe von dieser Lichtleiste war halt die Wand und hier die Tür und daneben noch der Schornstein. Das heißt, der Raum war halt insgesamt kleiner und daneben war ein dunkler Gang, mit dem wir jetzt so direkt nichts anfangen konnten. Und das kam tatsächlich relativ früh, als wir angefangen haben auszuräumen, die Idee, dass wir aus diesem Zimmer halt einen offenen Wohnbereich machen wollen. Und muss wirklich sagen, mit dieser Entscheidung sind wir extrem glücklich. Und dann habt ihr jetzt hier statt einer Absturzsicherung sozusagen ein Regal. Und das habt ihr gut hingekriegt, dass das alles die gleiche Farbe hat. Das ist ja beeindruckend. Wir wollten natürlich ja auch die Farbe von der Treppe weiterführen. Deshalb haben wir dieses Regal einfach so, wie es ist, bestellt, gekauft und zu einem Pulverbeschichter gegeben. Und der hat es in dem passenden Ralton zur Treppe beschichtet. Wenn ihr die Farbnummern wissen wollt, sagt gerne unten in den Kommentaren, dann kann ich euch das da beantworten. Hier haben wir ja jetzt das gleiche Parkett wie unten, aber das ist neu. Genau. Und ihr habt eigentlich gedacht, ihr müsstet hier nur den Belag erneuern, aber das darunter ist auch neu, ne? Als wir die Wand rausgerissen hatten, haben wir gesehen, dass die Böden im Flur und in dem Zimmer, in dem ehemaligen Wohnzimmer, ein unterschiedliches Niveau haben. Und man hätte im Prinzip, um dann durchgängig den Fußboden auf den bestehenden Estrich zu legen, hätte man es also ausgleichen müssen, was aufwendig ist, was einiges kostet. Und auf dem Estrich war auch noch so ein Rest von einem Linoleumkleber, weil unter dem Laminat war halt auch noch ein Linoleum, ja, und eine Folie noch dazwischen und so. Und als das Linoleum rauskam, war darunter noch so eine Klebschicht. Auch wieder so eine Frage, ist das giftig oder nicht? War nicht, aber man hätte es abschleifen müssen. Unterm Strich ist es auch da so, dass schätzungsweise das Neulegen vom Estrich pro Etage dieser 1.000 € teurer war, als mit dem vorhandenen Material irgendwie rumzudoktern, dass es dann doch passt. Insofern haben wir das dann auch gern gemacht.
Das war also ein 1.000-Euro-Moment. Zu der Treppe gibt es noch einen 10.000-Euro-Moment. Es gab mal die Schätzung, dass wir pro Treppe mit der Gesamtbehandlung, also Abbeizen, Schleifen, Grundieren, Lackieren, irgendwo so bei einem Maler-Profipreis von rund 5.000 Euro pro Etage landen. Da wir die Kalkulation da schon relativ gut kannten, war klar, dass das so nicht geht. Und dann hat tatsächlich meine Frau sich wirklich viele Wochenenden hier mit Beratung durch fachkundige Freunde dran gemacht und das in mühevoller Kleinarbeit genauso gemacht, wie es jetzt ist. Jetzt sind wir gerade beim Stichwort Eigenleistung. Was habt ihr denn selbst gemacht, beziehungsweise wie habt ihr entschieden, was machen wir selber, was lassen wir den Profi machen? Überall dort, wo es wirklich drauf ankommt, also energetische Sanierung, was Standards entsprechen muss, was entsprechend dicht sein muss und so, war für uns eine Eigenleistung nie ein Thema. Also zum Beispiel haben wir den gesamten Rückbau selber gemacht. Ja, meine Frau und Freunde haben viele Tapeten runtergerissen, haben zusammen das Laminat rausgekratzt. Ich habe insgesamt, 80 Quadratmeter Estrich rausgeklopft mit dem Bohrhammer. Das braucht viel Zeit und trainiert ganz gut die Oberkörpermuskulatur und ist aber auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Aber das sind Sachen, die kann man selber machen und dadurch spart man schon auch eine Stange Geld. Du hast gesagt, es gibt ja oft so kleine Sachen, so Restarbeiten, mit denen man nicht gerechnet hat, die dann sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Unter anderem bei den Fensterleibungen. Das ist, glaube ich, im Bad der Fall gewesen. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, kann man machen. Ist jetzt nicht perfekt geworden, aber schauen wir halt mal. Das Bad hier auf der Ebene ist 3,3 Quadratmeter. Die Fensterleibung sieht für mich perfekt aus. Und ich glaube, ihr habt den Raum so belassen bis auf den Fußboden. Das ist so ein bisschen so eine Spinnerei oder auch ein kleines Kunstwerk, weil die sind von einem Freund von uns, der hat sich als Hobby oder vielleicht auch irgendwann mal als Gewerbe die Produktion und das Design von Zementfliesen zu eigen gemacht. Und das ist tatsächlich der erste ganze Räumchen, wo seine Fliesen liegen. Das heißt, die Fliesen sind selbst gemacht und das Verfliesen habt ihr auch selbst gemacht? Genau, das habe ich mit dem Freund zusammen gemacht. Das ist euer Gästezimmer, wenn eure erwachsene Tochter da ist, unter anderem etwa 12 Quadratmeter. Das Spektakulärste an diesem Zimmer ist dieser Schrank. Da hast du mir gesagt, kommen ja auch von oben nochmal Leitungen runter. Hätte man natürlich auch vom Schreiner alles nochmal eine Einbaulösung machen können. Hast du aber selber gemacht. Das hat sich dann als ein bisschen größere Baustelle ganz zum Schluss erwiesen, weil die Raumhöhe hier ist halt ein bisschen geringer als die Höhe von dem Schrank. Das hatten wir mal ausgemessen, bevor Estrich und Parkett reinkamen. Ja, weiß man nicht genau, wie hoch es wird. Und dann habe ich also hier 2 Tage vorm Einzug noch diesen Schrank umgebaut. Das heißt, den Sockel abgesägt und auf der Seite, wo die Versorgungsleitungen hoch und runter gehen, den Schrank halt auch entsprechend praktisch ausgebeint. Also da Teile von der Rückwand und Seitenwand und Boden und Deckel musste ich absägen. Und das war ein bisschen spannend. Und die Verkleidung von diesen Rohren und den Kabeln, die habe ich dann erst ein paar Wochen später hingemacht, nachdem wir uns vom Umzug halbwegs erholt hatten. Das heißt, der Schrank hat nicht viel Geld, aber viel Nerven gekostet. Ja gut, irgendwie bezahlt man halt. Euer Schlafzimmer hat jetzt 16,7 Quadratmeter und damit 1,8 Quadratmeter mehr als vorher. Die Gaube war vorher ja im Prinzip halb so breit, hier in der Mitte, ein bisschen mehr vielleicht. Und vor allem war sie auch niederer. Und das wäre als Schlafzimmer in der Form nie gegangen, weil ich wäre halt einfach nicht ums Bett rum und zum Schrank hingekommen. Ja. Man sieht auch, ihr habt euch für Holzfenster entschieden. Die sind sehr, sehr schön. Die haben einen sehr schmalen Rahmen. Ja, also die Fenster sind ein echtes Schmuckstück und man muss dazu sagen, also zusammen mit den Raffstores nach Süden, ja, die wir auch so als Hitzeschutz im Sommer haben, die sich auch letzten Sommer schon total bewährt haben, war das auch eine Kostenüberraschung. Die waren gar nicht so mega teuer. Ja, das war alles zusammen ein bisschen über 20.000 Euro fürs gesamte Haus mit elektrischen Raffstores, die richtig sturmsicher sind, mit Führungsschienen, allem drum und dran. Und was tatsächlich toll ist,
Also selbst hier in dem breiten Steg, das sind einfach sehr, sehr schlanke Rahmen. Normalerweise könnte man ja in so einem Raum kaum einen Schrank stellen. Ja, das stimmt. Mit den Schrägen hat man halt ein Problem beim Aufstellen. Kriegt dann auch so tote Winkel. Deshalb war es hier für uns eigentlich von vornherein klar, dass wir da irgendwie einen Einbauschrank brauchen. Aber das Ergebnis hat uns schon einfach überzeugt, was uns der Schreiner da entworfen und dann auch eingebaut hat. Und muss auch wieder sagen, das ist natürlich nicht ganz billig, aber ja, am Ende ist es der Raum, wo man alle seine Sachen hat. Und auch hier natürlich, das sind alles Maßfertigungen, das geht nicht anders, wenn man in so eine Schräge sowas einbaut. Aber wir sind sehr, sehr glücklich, weil wir den Raum auf die Weise halt auch noch so ein bisschen sauber halten. Und da war ursprünglich die Tür in so ein kleines Bad. Die passt da natürlich jetzt nicht mehr hin mit dem Schrank. Ihr habt da aber auch eine Dusche reinbekommen. Und das ist das Geheimnis der Leitungen im Schrank unten drunter. Da würde ich jetzt auch gerne noch gucken. Ja, 4,5 Quadratmeter und Dachschräge. Was waren eure Learnings in diesem Bad? Ja, es ist ganz erstaunlich, mit wie wenig Raum man sich wie lang beschäftigen kann. Das eine war, wir wollten eigentlich eine bodengleiche Dusche. Das ging dann mit der Decke nicht, also man kam mit dem Abfluss nicht tief genug runter. Jetzt haben wir so eine Duschfläche, die wurde maßgefertigt aus so einem Gussmaterial. Also muss man halt da dann maßfertigen und es ist jetzt auch nicht bodengleich, aber man kommt halt ohne großen Schritt in die Dusche rein. Das ist total angenehm und total bequem. Immerhin hatten wir hier auch noch so einen 1000 Euro Sparmoment, weil wir haben irgendwann mal beschlossen, dass wir keine unterputzverzogene Regendusche mit extra Schlauch und super Mesh-Armatur brauchen, sondern einfach nur eine seriöse Konsole, einen Duschschlauch mit einem Duschkopf. Und am Ende habe ich sogar diese Befestigung, eine Stange braucht man auch nicht unbedingt, das Ding hängt eigentlich immer gleich hoch. Und im Zweifelsfall geht die Stange halt einfach kaputt. Ja, habe ich das Ding hier, die Befestigung selber noch beim Baumarkt rausgetragen und installiert. Und das hat richtig viel Geld gespart. Dann geht es natürlich darum, wie man die Fliesen auswählt, welche Farben, welche Oberflächen, wo kommen sie her und so. Und das war tatsächlich eine never-ending Story und auch wirklich so ein Ausflug in die Hölle des dreistufigen Vertriebs, weil man tatsächlich einfach, man geht ins Fliesenstudio und lässt sich irgendwelche Sachen zeigen und die findet man gut und will die dann haben. Dann geht man damit zum Fliesenleger und dann sagt er, ja, das ist schön und gut, die kriege ich aber nicht über meinen Vertriebsweg. Und das ging dann also ziemlich lang hin und her mit mehrfachen Bemusterungen, weil wenn man irgendwo zum Beispiel schöne Fliesen in Italien findet, die man selbst einkaufen kann, dann bietet einem der Fliesenleger das im Zweifelsfall gar nicht zum Verlegen an, weil möglicherweise ein Teil seines Vertriebskonzepts dann nicht funktioniert. Also es ging lang hin und her. Die Fliesen sind jetzt drin, gefallen uns gut. Die haben eine bisschen raue Oberfläche, vor allem am Boden. Man kann absolut nicht ausrutschen. Da ist das Learning, ich würde das nächste Mal vielleicht doch ein bisschen glattere Fliesen nehmen, weil die sind halt beim Reinigen so, dass praktisch, wenn man nass drüber wischt, gern mal die Haare und Fussel, die noch übrig sind, halt hängen bleiben. Und ihr habt hier auch eine wunderschöne Einbaulösung. Ich glaube, das Waschbecken steht nicht auf dem Unterschrank, sondern ist in der Wand befestigt. Das hat auch einen praktischen Grund. Wir wollten flexibel sein, weil wir wussten lange Zeit jetzt nicht genau, wie da ein passendes Schränkchen dazu aussieht. Auch weil es halt eng ist, ne? Weil man ja auch gucken muss, dass jetzt zum Beispiel so eine Schublade vor der Toilette aufhört. Also Thema Tiefe. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, kann man sowas fertig kaufen? Kann man nicht. Und am Ende hat halt auch der Schreiner, der den Einbauschrank nebenan eingebaut und gefertigt hat, der hat sich dann auch darum gekümmert, dass das hier reinkommt, zusammen mit Fenstersims und der Platte hier auf der Vorwandkonstruktion. Und ging ein bisschen hin und her, weil man kann da natürlich auch beliebig viel Geld versenken. Wir haben dann aber eine Lösung gefunden, die bezahlbar ist und tatsächlich einfach die Flexibilität bietet. Ja, Reinhard, vielen Dank, dass du uns alles gezeigt hast. Ja, sehr gern. Und wenn ihr euch die Grundrisse nochmal anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.